Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und aus meiner Werkstatt. Wenn ihr ein paar Hintergrundinformationen zu dieser SF500 haben möchtet, bleibt dran. Ich erzähle ein bisschen was über das Bike jetzt. Jetzt haben wir den Klepp gemacht und dann würde ich sagen, geht's los. Ihr habt mir super viele Fragen zukommen lassen auf YouTube, auf Instagram oder per E-Mail. Und ich versuche jetzt hier in diesem Video alle Fragen zu beantworten. Es kann sein, dass ich vielleicht auch mal eine Frage übersehen habe, also seid mir bitte nicht böse. Notfalls stellt ihr die Frage nochmal hier unter diesem Video und dann kommentiere ich diese Frage schriftlich. Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengefasst. Fragen haben sich gedoppelt oder Fragen haben sich auch ein bisschen geähnelt. Und deswegen habe ich Hauptthemenblöcke gebildet, und zwar das Thema TÜV, das Thema Teile und Werkzeuge, allgemeine Themen, Werkstattperson und Zukunft. Und ich würde jetzt erstmal nochmal allgemein was zu dem Motorrad sagen. Vielleicht hat der eine oder andere die Videoreihe gar nicht gesehen, deswegen, es ist eine SF500 hier im Hintergrund. Die habe ich in der Garage gefunden, da hat mich jemand angerufen und gesagt, er hätte eine, und da bin ich natürlich sofort hingefahren, habe mir die angesehen. Die war in einem relativ guten Zustand dafür, dass sie 13 oder 15 Jahre in der Garage gestanden hat. Und ja, die habe ich dann mitgenommen natürlich und umgebaut. Und was habe ich alles bei dem Motorrad umgebaut? Ich versuche es jetzt mal aufzuzählen, aber es könnte sein, dass ich ein bisschen was übersehe. Ich habe angefangen, und zwar die Räder sind neu. Ich habe vorne und hinten Supermoto-Felgen drauf. Ich habe eine Kawasaki ZX600 Gabel drin. Ich habe einen neuen Scheinwerfer, ich habe einen neuen Lenker, ich habe neue Lenkerklemmen, ich habe einen neuen Tacho. Ich habe den Rahmen gekürzt, ich habe einen eigenen Auspuff gebaut. Ich habe neue Stoßdämpfer drin, ich habe umgerüstet auf Bremsscheibe vorne und hinten mit eigengefrästen Adaptern. Motor ist natürlich komplett revidiert, hydraulische Kupplung habe ich eingebaut, seitlicher Kennzeichenhalter. Das wäre es jetzt, glaube ich, erstmal so gewesen, was mir einfällt. Und jetzt in diesem Video werde ich versuchen, alle eure Fragen zu beantworten, die ihr mir gestellt habt. Der erste Themenblock, den werde ich nur leicht ankratzen, der Themenblock TÜV. Und zwar ist der zu umfangreich. Da werde ich ein zweites Video machen und da werde ich euch genauestens erklären, wie ich diese Umbauten auch alle eingetragen bekommen habe beim TÜV. Weil es gibt extrem viele Fragen hier beim TÜV. Welche Hürden hat dir der TÜV in den Weg gelegt? Wie hast du alles eingetragen bekommen? Muss der Kennzeichenhalter eingetragen werden, Auspuff eingetragen werden? Also das würde ich alles in einem TÜV-Video nochmal beleuchten. Ich habe nämlich für den TÜV, ich kann es noch mal kurz zeigen, habe ich hier so eine Doku gemacht. Und da steht alles drin, was umgebaut wurde, wie es umgebaut wurde und wie ich es auch damit eingetragen bekommen habe. Das ist nämlich der Trick der ganzen Sache. Aber als erstes steht hier die Frage, die ich gerne beantworten werde: Hat das Motorrad TÜV? Und ja, das Motorrad hat TÜV. Und es hat nicht einfach nur TÜV mit, ich klebe einen Kleber drauf und dann ist gut, sondern ich habe alles eingetragen. Es ist straßenlegal und da kann mir keiner irgendwie ans Bein pinkeln, wenn ich damit rumfahre. Hier ist der Schein. Ihr kennt das, das wird hier unten eingetragen. Das hat nicht gereicht, weil ich so viel habe. Und es musste eine zweite Seite dran, die auch schon fast voll war. Dann wäre das Thema TÜV auch abgeschlossen soweit. Falls ihr das nächste Video zum TÜV nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben lassen. Dann seht ihr auch, wenn das Video online kommt. Komme ich zur nächsten Frage. Die nächste Frage handelt um Kosten. Was hat das alles gekostet? Motorrad, TÜV und die Teile. Also das Motorrad hat 800 € gekostet. Ich habe ja schon erzählt, das habe ich aus einer Garage. Das war ein guter Preis für mich, fand ich. Hat alles funktioniert, war natürlich so ein bisschen alt und gammelig, ein bisschen verrostet, aber 800 € für eine SR fand ich echt gut, hatte 19.000 Kilometer erst drauf. Und dann habe ich ungefähr 5.000 bis 6.000 € Teile investiert. Und diese ganze TÜV-Abnahme, was ich schon erwähnt habe, mit den ganzen Eintragungen, ist ja sehr umfangreich gewesen, hat 500 € gekostet, was ich sehr günstig finde beim TÜV, weil es gibt ja immer wieder im Internet die Leute, die sagen, allein Abgasmessung kostet so und so viel und so. Also das ist gar nicht so extrem teuer. Wenn man da ein paar Tricks anwendet, dann ist das auch günstig. So, aber was nicht berechnet ist in den Kosten, ist natürlich die Arbeitszeit von mir. Das ist ein Hobby von mir. Wenn ich die Arbeitszeit hochrechnen würde, wenn man jetzt 50 € nimmt oder 100 € pro Stunde, dann würde das extrem teuer werden, so ein Motorrad, weil ich kann auch gar nicht beziffern, wie viele Stunden ich überhaupt dran gearbeitet habe. Also es ist für mich ja einfach nur Liebhaberei, Hobby, und man kann den Wert von so einem Motorrad einfach nicht berechnen, wenn man da selbst dran arbeitet und alles wirklich im Detail macht. Also es gibt Bauteile, da habe ich den ganzen Abend dran rumgearbeitet und
Das würde kein Mensch bezahlen, sowas. Die nächste Frage ist, steht das Motorrad zum Verkauf? Ja, das Motorrad steht zum Verkauf, wenn der Preis stimmt. Und dann gibt es noch eine Frage, und zwar, was hast du alles am Motor gemacht? Ihr habt es wahrscheinlich in dem Motorvideo schon gesehen. Der Motor ist erstmal komplett zerlegt worden. Dann ist er nass gestrahlt in München. Da schicke ich meine Teile sehr, sehr gerne hin. Dann sieht er nämlich von innen und von außen so aus, so glänzend, schön, sauber. Man hat die perfekte Basis, um einen Motor zusammenzubauen. Und man kann auch, wenn alle Teile so perfekt sauber sind, erstmal inspizieren, ob es irgendwelche Probleme gibt mit den Teilen, weil manchmal bilden sich irgendwo Haarrisse, die man dann entweder reparieren muss oder das ganze Teil austauschen muss. Dann habe ich natürlich erstmal alles gereinigt, alle Zahnräder auseinandergenommen, sämtliche Verschleißteile, Lager, sonstigen Kram im Motor ausgetauscht, eine größere Ölpumpe eingebaut und das Ganze Stück für Stück wieder zusammengebaut. Und habe noch ein bisschen was am Motor gemacht. Oben am Zylinderkopf bei den Ventilen habe ich so ein paar Ölbohrungen nachgerüstet, die das Ganze bei den Kipphebeln besser schmiert, damit der auch sehr haltbar ist, der Motor. Ich habe den Motor nicht getuned. Ich wollte nämlich einfach nur einen ganz normalen Motor haben, der sehr robust und haltbar ist, damit ich einfach rumfahren kann, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und die Leistung ist auch für mich komplett ausreichend, damit ganz gemütlich über die Landstraße zu fahren. Dann kommen wir zu dem Themenblock Teile und Werkzeuge. Und die erste Frage bei diesem Block ist, welche Felgen sind das? Und das sind Felgen von einer Husqvarna 701 Supermoto, 17 Zoll Felgen von Acront, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Vorne sind es 3,5 Zoll und hinten sind es 5 Zoll Breite. Und der Reifen, der hinten drauf ist ein 160/60/17 K73 von Heidenau. Und vorne ist es 120, was war es, 70, glaube ich. 120/70, ja, auch K73 von Heidenau. Finde ich einen sehr schönen Reifen, coole Optik und fährt auch gut. Dann gibt es die Frage, welche Armaturen hast du verbaut? Ich habe links eine Armatur, wo alles bedienbar ist. Motor aus, Hupe, Blinker, Licht und alles. Und das ist eine Armatur von der KTM. Den Scheinwerfer, wo habe ich den her, steht hier. Den habe ich von Koso gekauft. Der heißt Thunderbolt. Könnt ihr ganz normal kaufen, hat eine E-Nummer, ist ein schöner LED-Scheinwerfer. Kostet ein bisschen Geld, aber ich finde, da sollte man nicht sparen am Licht. Dann steht hier, was ist das für ein Auspuff? Das ist ein Akrapovic-Auspuff, ich kann es auch wieder einblenden, von einer R6 Yamaha. Was steht in meinen Unterlagen drin? Ich weiß das alles auch nicht mehr auswendig, das ist ja natürlich schon ein paar Tage her. Aber dafür habe ich hier meine cleveren Unterlagen, wo das drin steht, was ich hier alles verbaut habe. Ein Akrapovic Slip-On für die Yamaha YZF R6 S-Y6S010 AHBT. Müsst ihr mal im Internet suchen, vielleicht findet ihr den. So, wo hast du die Kabel her und welche Querschnitte hast du verwendet? Ich habe ja den Kabelbaum komplett selbst gemacht, gibt es ja das Video dazu. Und die Kabel sind ganz normale Lappkabel, LAPP, in verschiedenen Querschnitten, 1,5 Quadrat, 0,5 Quadrat oder 2,5 Quadrat. Je nachdem, was ihr für Verbraucher habt, müsst ihr natürlich auch andere Querschnitte wählen. Das könnt ihr euch ausrechnen. Kann ich euch nicht genau sagen, wo jetzt was liegt. Notfalls macht dann ein dickeres Kabel rein, dann habt ihr auch kein Problem. Aber ich empfehle es natürlich vorher alles auszurechnen. Dann gibt es zum Kabelbaum noch eine Frage. Wie hast du den geplant? Ich habe den geplant in MS Visio. Das ist ein Programm, was dafür, finde ich, sehr gut geeignet ist. Man kann Linien zeichnen, man kann Bilder einfügen von Bauteilen. Da sind auch schon Bauteile drin, vorgefertigte, also diese Schaltbilder. Und da kann man hin und her schieben, wie man das möchte. Ich finde das echt das perfekte Programm, um Schaltpläne oder hier Kabelbäume zu planen. Ich habe dann natürlich einen Vorteil, dass ich ja eine Ausbildung als Elektriker gemacht habe und als Schlosser und da gute Vorkenntnisse habe, weil wir haben damals halt auch Schaltschränke geplant für Industrien und das vereinfacht das ganze Thema natürlich, wie man so einen Schaltplan oder halt einen Kabelbaum plant. Grundsätzlich ist es aber nicht schwer. Vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu. Ihr müsst einfach nur gucken, was habt ihr für Verbraucher. Die müsst ihr alle einfach mal auf dieses Blatt drauf machen. Was habt ihr alles für Stromerzeuger, jetzt Lichtmaschine zum Beispiel, sage ich. Und dann müsst ihr die alle nur noch irgendwie verbinden. Kannst du den Schaltplan hochladen? Ja, ich kann mal versuchen, den hochzuladen, hier irgendwie in YouTube einen Link reinzustellen und dann könnt ihr euch den downloaden. Wird euch wahrscheinlich eher weniger bringen, weil das Motorrad ist natürlich speziell aufgebaut und jedes Motorrad, wenn es ein Custom-Bike ist, wird anders aufgebaut. So, dann eine Frage zu Werkzeugen. Welches Gerät nimmst du zum Pulvern und welchen Ofen? Ich nutze ein Pulvergerät aus eBay, so ein ganz billiges, so ein orangenes. Und
Kann ich mal kurz einblenden, vielleicht habe ich ein Foto irgendwo rumfliegen. Und das funktioniert echt perfekt. Ich habe es irgendwann mal angeschafft, weil ich es gesehen habe im YouTube-Video oder so. Und seitdem pulver ich damit und das funktioniert einfach genial. Ja. Beim Ofen ist es ein bisschen schwieriger. Die meisten nehmen ja so Backöfen von der Küche. Das war mir aber zu klein, weil ich wollte auf jeden Fall eine Felge reinbekommen. Und ich habe dann im Internet ein bisschen recherchiert und habe einen Memmert Laborschrank gefunden, einen Wärmeschrank. Und die sind super teuer, aber da hat einer in eBay Kleinanzeigen den Schrank verkauft und der hat irgendwo im Wald gewohnt, hat da so ein Restaurant gehabt und der hat da drin Pizzen gemacht und der wusste überhaupt nicht, was das ist. Und der hat mir den super günstig abgegeben, das war perfekt. Deswegen habe ich so einen richtig großen, schönen Pulverofen, wo ich auch Autofelgen sogar reinbekomme. Nächste Frage wäre, was hättest du am Ende jetzt anders am Motorrad gebaut? Und ich habe mal ein bisschen überlegt, aber eigentlich fällt mir nichts dazu ein. Ich finde es super gut, das Motorrad, es gefällt mir alles. Ich habe einmal ein bisschen am Scheinwerfer habe ich eine andere Halterung gebaut, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal so bauen, das Motorrad. Das sieht richtig geil aus. Ich gucke das super gerne an, das Motorrad. Es stand auch schon mal in meinem Wohnzimmer. Ich wechsle da immer. Ich habe Motorräder im Wohnzimmer stehen als Deko und das stand auch mal eine Zeit lang im Wohnzimmer. Jetzt steht wieder die Suzuki GS drin. Es ist halt einfach so für mich ein kleines Kunstwerk, was man sogar noch fahren kann. Dann komme ich jetzt zu dem Themenpunkt allgemeine Themen Werkstatt Person. Wie planst du so ein Bike? Das kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht beantworten. Da werde ich ein separates Video machen von der Idee über den Kauf vom Motorrad, vielleicht auch kleine Kaufberatungen, wie ich da immer rangehe, über die Planung und dann über die Bauweise, wie ich das alles mache. Also wenn euch sowas interessiert, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Dann mache ich gerne auch mal ein Video dazu, wie sowas bei mir abläuft, wie ich da ein Projekt angehe. Dann gibt es die Frage hier zu mir, wie hast du das gelernt, welchen Beruf hast du? Also ich habe es ja schon jetzt erwähnt, ich habe eine Ausbildung als Elektriker, als Schlosser und habe noch ein Maschinenbaustudium mit Masterabschluss gemacht. Also ich habe die praktischen Kenntnisse, also die theoretischen auch und schraube schon mein Leben lang, also seit ich kleines Kind bin, schraube ich schon. Aber ich habe die Grundbasis, die Grundkenntnisse, wie man was fertigt, habe ich gelernt und lerne natürlich immer wieder weiter, wenn ich was ausprobiere. Das gibt es nämlich jetzt hier auch noch irgendwo die Frage. Wo ist die Frage? Wo ist sie hin? Genau, wie hast du das gelernt? Das ist noch eine Frage. Und es gibt verschiedene Methoden, Sachen zu lernen. Und zwar, man kann sich Sachen anlesen, man kann sich Sachen abgucken, also in Videos oder bei Personen, wenn man einfach neben dran steht. Oder man kann es halt auch einfach ausprobieren. Das ist natürlich das Schwierigste, ausprobieren. Da hat man auch einen guten Effekt, aber man kann natürlich sehr viele Fehler machen. Und ich nutze gerne alles zusammen. Man kann sich überall einlesen. Ich habe Bücher über Metallkunde, ich habe Bücher über Schweißverfahren, ich habe Bücher über, was habe ich mir letztens gekauft? Genau, Blechbearbeitung habe ich mir gekauft. Das hat mich jetzt auch mal wieder interessiert. Und das Zweite, was ich angesprochen habe, war Videos. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich das hier mache, überhaupt diesen Kanal, weil ich oft früher Videos geguckt habe, wie Sachen erledigt, also wie Sachen gemacht werden, zum Beispiel diese ganz klassische Sendung mit der Maus. Aber für den Bereich Motorrad, da gab es immer mal wieder Themen, die ich nicht gefunden habe. Und meine Idee war es dann, ich mache jetzt einfach die Sachen, ich probiere die aus, ob sie funktionieren, ob sie nicht und zeige euch dann hier auf meinem Kanal, ob es geklappt hat oder nicht und helfe dadurch dem einen oder anderen. Und es ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass die Leute dann wirklich auch geschrieben haben unter meine Videos, dass sie genau sowas gesucht haben und das denen extrem geholfen hat. Und ja, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich das hier mache. Welches Projekt planst du als nächstes, ist noch eine weitere Frage. Und das ist schwierig für mich zu beantworten, weil ich habe hier in meiner Werkstatt verschiedene Projekte schon stehen. Ich arbeite schon an diesen verschiedenen Projekten. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich nicht alle Videos bearbeiten kann, die ich möchte, weil das Schneiden und das Filmen, das dauert alles immer und ist auch ein großer Zeitaufwand. Da in der Ecke steht zum Beispiel eine K100, die ich gerade umbaue. Und es steht noch eine R100 RS hinten in der Garage. Hier steht eine GS, eine andere, die ich noch rumstehen habe. Also es gibt viele verschiedene Projekte, die ich hier habe, aber noch nicht hochgeladen sind, weil ich einfach keine Zeit habe, diese Videos zu schneiden. Aber falls euch weitere Projekte hier aus meiner Werkstatt interessieren, einfach Kanal abonnieren, wie ich schon mal erwähnt habe. Und dann seht ihr, wenn die neuen Videos online kommen, ihr könnt euch freuen, es ist auf jeden Fall super viel, was in Zukunft kommen wird. Und ich habe natürlich noch weitere Ideen zu weiteren Motorrädern wie eine XS650 oder eine CBR,
eine GSX-R 750 oder ich habe eine ganze Liste, Vespa, sonst den Kram, unendlich viele Ideen und möchte da einiges noch machen. Und ich habe auch irgendwann mal vor, ein Auto umzubauen. Das wäre nämlich jetzt auch so teilweise schon die Antwort gewesen für, hast du auch andere Motorräder oder Projekte in deiner Werkstatt? Ja, ich habe sehr, sehr viele andere Motorräder in meiner Werkstatt hier stehen. Kannst du mehr von deiner Werkstatt zeigen? Ich kann mehr von meiner Werkstatt zeigen, da würde ich auch sagen, mache ich ein separates Video. Wenn ihr dazu ein paar Fragen habt zur Werkstatt, ob es Werkzeuge sind, Maschinen oder so, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dann werde ich das in dem Video aufnehmen und euch die Werkstatt zeigen in diesen Bereichen, die euch interessiert. Und wenn ihr gar keinen Bock habt, dann sagt ihr halt, nee, ich will nichts von der Werkstatt sehen. Es gab nämlich auch mal eine Frage schon zur Werkstatt, welchen Boden hast du verwendet? Das wurde ich mehrfach schon gefragt. Ich habe hier diesen grauen Klickboden drin und da kann ich euch das auch mal erklären, wo dieser Boden herkommt und wie ich den beschafft habe und warum ich den auch ausgewählt habe. Es gab nämlich auch Optionen für andere Böden. Dann bin ich auch soweit erstmal durch mit den Fragen. Falls es weitere Fragen gibt, gerne drunter schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Ich hoffe, eure Fragen wurden auch beantwortet. Also ich habe schon am Anfang erwähnt, seid mir bitte nicht böse, wenn ich welche übersehen habe. Und falls es euch gefallen hat und ich mehr von solchen Q&A-Videos machen soll, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video dann. Ach ja, und hier dieses wunderschöne Licht-Setup hier mit dem Bike, das hat alles mein Bruder eingerichtet, weil ich einfach das nicht so im Griff habe. Ich bin eher der Schrauber und nicht so der Filmer und mein Bruder ist da echt, der hat da ein Händchen für. Danke dafür.